Das chinesische Automobil-Startup iWays legt nach. Nach dem U5 folgt nun das vollelektrische SUV-Coupé U6, bei dem nicht nur das Design ansehnlich ist, sondern es sich auch technisch einiges getan hat. Alles, was man aktuell zum iWays U6 wissen kann, seht ihr jetzt hier auf Project Drive. Der chinesische Autobauer lässt seinen Worten Taten folgen und vor allem ist er noch im Geschäft. In den letzten 5 Jahren sind Elektroauto-Startups wie Pilze aus dem Boden geschossen und oftmals sehr schnell wieder verschwunden. Auch iWays war eines der Unternehmen, denen man nur wenig Überlebenschance eingeräumt hat. Schließlich wurde das Elektroauto-Startup erst 2017 gegründet und Kaliber wie Tesla oder NIO sind ein Beispiel dafür, wie hart es ist, als Automobilhersteller Fuß zu fassen, geschweige denn schwarze Zahlen zu schreiben. Wie schwer aller Anfang ist, zeigen die iWays Verkaufszahlen des vergangenen Jahres. In Europa entschieden sich gut 3000 Kunden für den iWays U5, in Deutschland waren es mehr als 1000. Deutlich zu wenig. Doch das soll sich jetzt mit dem iWays U6 ändern, der im ersten Quartal 2023 bei den deutschen Händlern stehen wird. Das Exterieurdesign erinnert an eine Mixtur aus Lotus Eletre und Polestar 2, was ja nicht die schlechteste Idee ist. Der iWays U6 kann sich sehen lassen und wird schon aufgrund seines Auftritts mehr Abnehmer finden als der Vorgänger. Zumal die chinesischen Techniker aus den Unzulänglichkeiten des Erstlings oft die richtigen Schlüsse gezogen haben. Das fängt schon bei der Heckklappe an, die wesentlich weiter aufschwingt, sodass man auch mit einer Körpergröße von 1,85 m aufrecht darunter stehen kann. Zum Exterieur habe ich mich aber schon ausführlich geäußert, das könnt ihr in dem 3 Monate alten Video hier oben rechts sehen. Die Materialien wirken optisch angenehm und gut verarbeitet. Einzelne Designelemente im Innenraum wie die grafisch gestalteten Aluminium-Interieurleisten mit dem integrierten Ambientelicht für 360 verschiedene Stimmungen erzeugen einen fast schon edlen Eindruck. Ein Hingucker ist der Schubhebel wie im Flugzeug. Sein Griff wird zum Einlegen von Vorwärts- oder Rückwärtsgang gedreht. Der hat es tatsächlich aus der Studie in die Serie geschafft. Interessanter Aspekt am Rande: die Lichtleisten unter den vorderen Seitenscheiben gehen bei geöffneten Türen in einen Blinkmodus über, um nachfolgende Verkehrsteilnehmer zu warnen. Nicht nur beim Exterieur stand Volvo bzw. Polestar Pate, auch die Bedienlogik ist quasi identisch. Die Kommandozentrale ist der 14,6 Zoll große Touchscreen, über den im Grunde alle Infotainment- und Fahrzeugfunktionen gesteuert werden. Die Fernbedienung per Lenkradknöpfe ist nur komplementär. Ähnlich wie bei den chinesisch-schwedischen Stromern basiert das Infotainment auf der Android-Software. Das Smartphone kann dann natürlich per Android Auto, aber auch per Apple CarPlay in das Infotainment eingebunden werden. Ein großer Kritikpunkt beim iWays U5 war das Fehlen eines Navigationssystems, in dem auch die Reichweite des Fahrzeugs einfließt und dementsprechend die passenden Ladestationen angezeigt werden. Auch das ändert sich jetzt. Die Navigation läuft immer noch über das Handy des Fahrers ab, jetzt wird aber eine App namens Pump mit Google Maps kombiniert, die auf die Fahrzeugdaten zugreift und damit auch Ladesäulenempfehlungen anhand der Restreichweite geben kann. Wird interessant zu sehen, wie und ob das in der Praxis funktioniert. Durch den vergleichsweise großen Radstand hat man im SUV-Coupé hinten viel Platz, vor allem weil man die Füße auch unter die Vordersitze schieben kann. Trotz der abfallenden Dachlinie bleibt über dem Haupt noch etwas Platz. Das Kofferraumvolumen gibt iWays mit 472 bis 1260 Liter an, im U5 sind es 496 bis 1619 Liter. Hier macht sich das schicke Coupé-Heck bemerkbar. Außerdem nimmt der Subwoofer etwas Platz weg. Er gehört zum serienmäßigen Magnat-Soundsystem, das noch 11 Lautsprecher und die AUX-Konnektivität per USB und Bluetooth mitbringt. Auf einen Frunk müssen künftige U6-Nutzer zunächst verzichten. Laut Alexander Klose, dem deutschen Vertriebschef des ansonsten nur von Chinesen geführten Unternehmens aus Shanghai, wird hier aber nachgebessert und mit einer Mulde zumindest Platz für die Ladekabel geschaffen. Schon von DeSony gehört? Der Premium-Wallbox-Hersteller bringt mit der DeSony IQ, wenn nicht sogar die ultimative Ladelösung in eure Garage. PV-Überschussladen, Dienstwagenabrechnung und ein MID-Stromzähler sind schon eingebaut. Zusätzlich kann man die Wallbox über Over-the-Air-Updates auf dem Laufenden halten und sie dank integrierter farblich anpassbarer LEDs als Lichtquelle nutzen. Zum Beispiel auch zum Anzeigen des Ladestatus. Außerdem hat sie sogar Boxen eingebaut. Somit hat man alles in einer Wallbox vereint.
Wenn ihr jetzt unbedingt die d-Sony iQ haben wollt, dann könnt ihr sie ab sofort mit dem Link in der Beschreibungsbox bei eautos.de bestellen. Und mit dem Code PROJECTDRIVE spart ihr euch beim Checkout nochmal 150 €. Also viel Spaß mit der d-Sony iQ und weiter geht's. Der iWays U6 ist 4,8 Meter lang, 1,88 Meter breit und 1,64 Meter hoch. Der Radstand beträgt 2,8 Meter. Der Elektromotor liefert mit 160 kW oder 218 PS einen Tick mehr Leistung als der im U5. Das maximale Drehmoment von 315 Newtonmeter ist identisch. iWays verspricht eine Beschleunigung von 0 bis 100 km/h in exakt 7 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit ist auf 160 km/h limitiert. Der iWays U6 teilt sich mit dem U5 die MAS-Plattform und damit auch die 63 Kilowattstunden Batterie, die für eine Reichweite von rund 400 Kilometer nach WLTP gut sein soll. Andere Hersteller bieten zumindest Akkus mit 75 Kilowattstunden oder sogar bis zu 100 Kilowattstunden Kapazität an. Das liegt vor allem daran, dass iWays erst einmal abwarten will, um zu sehen, wie viel mit dem U6 gefahren wird, wodurch sie dann zukünftig die Batteriegröße anpassen werden. Für iWays ist durchaus denkbar, die Batteriekapazität bei Bedarf auf 53 Kilowattstunden zu reduzieren oder eben auf 72 bis 80 Kilowattstunden zu erhöhen. Allerdings würde mit der höheren Kapazität auch der Preis deutlich in die Höhe schießen. Die Steckdose zum Stromtanken ist auf dem Weg vom U5 zum U6 von unter dem linken Scheinwerfer ans hintere obere Ende des linken Kotflügels gewandert. Nachdem in beiden Modellen weitgehend die identische Technik verwendet wird, lädt auch der U6 mit vergleichsweise bescheidenen 90 Kilowatt. Der 63 Kilowattstunden Akku soll im Idealfall in 35 Minuten von 20 auf 80% seiner Kapazität an Schnellladesäulen gefüllt sein. Mit dem dreiphasigen 11 kW Bordlader vergehen an AC-Säulen von ganz leer bis ganz voll 7 Stunden. iWays verspricht einen Durchschnittsverbrauch von 15,6 bis 16,6 Kilowattstunden je 100 Kilometer. Mitverantwortlich dafür sind das relativ niedrige Leergewicht von 1790 Kilo und der für ein Crossover-SUV günstige Luftwiderstandsbeiwert von 0,248. Und natürlich die serienmäßig installierte Wärmepumpe. Bekannt ist die Ausstattungspolitik von iWays. Es gibt auch den Neuzugang, entweder mit Vollausstattung oder mit Vollausstattung Plus. Zu dessen Inhalt gehören unter anderem 11 serienmäßige Assistenzsysteme. Bestellungen sollen noch im 4. Quartal 2022 möglich sein. Die ersten Auslieferungen sind für Anfang 2023 geplant. Zum exakten Preis hält sich der Vertriebschef noch zurück. Realistisch sind wohl knapp über 40.000 € nach Abzug der Elektroautoförderung. Mensch, was ein Kampfpreis! Und dann finde ich, dass er auch noch richtig gut aussieht. Abseits der eher bescheidenen Ladegeschwindigkeit frage ich mich, wie da die deutschen Autobauer überhaupt noch mithalten sollen. Was denkt ihr? Wäre der iWays U6 was für euch? Sagt mir das in den Kommentaren. Wenn euch meine Videos gefallen, lasst mir ein Abo und einen Daumen nach oben da. Vergesst auch nicht, auf meinem Instagram-Kanal vorbeizuschauen. Den Link dazu gibt es in der Videobeschreibung. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!